Was, wenn die meisten Menschen in einer unsichtbaren Matrix leben, gefangen in Routinen, Angst, Ablenkung und Kontrolle? In diesem Video erfährst du, was die Matrix wirklich bedeutet, warum so viele Menschen unbewusst darin leben und wie Systeme und Gewohnheiten unser Denken beeinflussen. Und vor allem, wie du anfangen kannst, aus dieser Matrix auszubrechen. Nun, was ist die Matrix? Sie ist ein System aus unseren Emotionen, die wir über die Jahrhunderte oder Jahrtausende in Verbindung mit unseren Geschichten aus diesem Leben oder den vorherigen Leben angesammelt haben. Diese Emotionen sind immer negativ, zum Beispiel Angst, Wut, Unsicherheit, Hass, Einsamkeit, Leere, Stress, Neid, Eifersucht und vieles mehr. Jeder Mensch hat seine eigene Matrix und ist in ihr gefangen. Man fühlt sich leer, einsam und man könnte sie auch die stille Depression unserer Zeit nennen. Die Matrix eines jeden einzelnen Menschen verbindet sich letztendlich zu einem großen Konstrukt aus allen einzelnen, individuellen, kleineren Matrizen. Carl Gustav Jung sagt, dass wir im Unterbewusstsein alle miteinander verbunden sind. Er nennt es auch kollektives Bewusstsein. Ein Beispiel, wie die Matrix-Emotionen, die schon vorhanden sind, aktiviert werden. Zwei Menschen streiten miteinander. Der Streit wird immer heftiger. In diesem Moment werden die Emotionen aus der eigenen Matrix aktiv und die Gefühle von Wut oder Ärger steigen im Bewusstsein auf. Da ist aber noch etwas. Sie will ernährt werden, denn, wie ich schon sagte, die Matrix besteht aus negativen Emotionen, negativen Energien und auch sie wollen ernährt werden. Und mit jedem Streit oder anderen negativen Situationen wird dieses Gebilde stärker. Wie oft hören wir, dass wir aus der Matrix raus müssen oder dass sie gesprengt werden muss? Nun stellt sich aber die Frage, wie komme ich aus diesem Konstrukt raus? Ist das überhaupt möglich? Die Antwort lautet ja. Es gibt drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, sich dessen bewusst werden oder sich erinnern, wer wir wirklich sind, dass wir eine Seele haben. Und dass diese Seele ein Teil unseres Schöpfers, auch Gott oder Vater genannt, ist. In anderen Kulturen hat er einen anderen Namen, aber der wahre Ursprung ist immer derselbe. Diese Seele ist mit ihm verbunden. Denn wenn er das Meer ist, dann ist unsere Seele ein Meerestropfen von ihm. Das war nie anders. Wir haben es nur über die Jahrtausende vergessen. Eine große Rolle spielt hier die Erziehung, die uns das ganze Leben prägt. Sei es in der Familie, in der Schule, in den Religionen oder in der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Wir waren nie von unserem Gott oder der Schöpfung getrennt worden. Das ist nicht möglich, denn dann würden wir keine Seele haben und wären nicht lebensfähig. Ich rede hier ausschließlich von den Menschen. Durch Manipulation hat man uns klar machen wollen, dass Gott oben ist und wir hier unten. Also eine deutliche Trennung. Zweite Möglichkeit ist, dass wir uns daran wieder erinnern, wie mächtig wir Menschen sind. Denn uns wurde ein Teil der Schöpfung mit auf den Weg gegeben. Somit sind wir mächtige Wesen. Und wenn wir uns etwas vornehmen, dann können wir alles erreichen. Aber wie kann man es schaffen? Die Seele ist unser bester Begleiter, unsere Freundin oder Freund. Sie kennt unsere Vorlieben und unseren wahren Lebensweg.
Wir können uns zu jeder Zeit mit ihr verbinden. Es reicht ein Gedanke an sie und sie ist wieder da. Dadurch, dass vielen dieser Umstand nicht mehr bewusst ist und die Seele zum Beobachter wurde, das heißt von uns ruhig gestellt wurde und nur manchmal im Leben desjenigen eingegriffen hat oder eingreift, kommt es jetzt auf jeden Einzelnen an, wie sehr er sich wünscht, aus diesem Matrix-Konstrukt herauszukommen. Dadurch verändert sich die Energie in einem selbst. Das ist natürlich eine Arbeit an sich selbst und mit sich. Vor vielen Jahren kam eine Patientin zu mir und klagte über Nervosität, Schlaflosigkeit, Gedankenkreisen und noch einigen Beschwerden mehr. Ich habe ihr damals geraten, täglich kurz zu meditieren. Man könnte es auch sagen, in sich gehen. Daraufhin hat sie mich etwas entgeistert mit großen Augen angeschaut und sagte, aber ich habe keine Zeit dafür. Ich habe so viel im Haus zu tun. Diese Patientin war durch ihren Ehemann finanziell gut versorgt, ging keine Arbeit nach und sie hatten keine Kinder. Nun, dann ist es so sie oder er will nicht aus seiner Komfortzone raus. Dann bleibt er eben in seinem jetzigen Dasein, ohne etwas zu verändern. Ich verstehe, dass man eine Familie hat und oft im Alltagsstress ist, aber ich denke, dass jeder von uns die paar Minuten täglich für sich aufbringen kann. Es reichen nur einige Minuten, um in die eigene Mitte zu kommen. 2-mal täglich. Die Zeit, wann du es machst, bestimmst du. Und wie geht das? Du suchst dir ein ruhiges Plätzchen aus, im Haus, Garten oder in einem Park. Setz dich bequem hin. Vielleicht hast du deine Lieblingsmusik dabei, sollte aber eine ruhige Musik sein, denn du willst ja in deine Mitte kommen und somit zu mehr Ruhe. Dann atme einige Male tief ein und aus. Danach beruhige deinen Atem und atme wie gewohnt weiter. Am Anfang reichen 3 Minuten und glaube mir, wenn du dich nur auf deine Musik oder den Atem konzentrierst, dann können 3 Minuten sehr lang sein. Wenn du die 3 Minuten nach einigen Tagen geschafft hast, dann kannst du die Sitzung auf 5 Minuten erhöhen und wenn du möchtest, dann auch auf 10 Minuten. Hierbei geht es nicht um die Dauer der Sitzung. Es geht um die Kontinuität, dass du es jeden Tag praktizierst. Nachdem wir uns des Matrix-Konstrukts bewusst geworden sind, nicht nur im Kopf, im Ego, sondern auch im Herzen, im Gefühl, verändert sich automatisch der Bezug zu den vorherigen Emotionen. Da, wo vorher Unverständnis und Wut geherrscht haben, gibt es jetzt mehr Verständnis und Klarheit für eine bestimmte Situation. Mit der Zeit sehen wir auch die Natur und die Tierwelt mit anderen Augen und Bewusstsein. Dann bringen wir nicht mehr die Ameise oder die Spinne um. Nebenbei gesagt, die Ursache für eine Spinnenphobie findet man oft im Unterbewusstsein. Man kann sie mittels einer Rückführung, ich nenne es die Seelenforschung, abkoppeln und die Ursache beheben. Mit der Zeit sieht der Mensch viel mehr, was um ihn herum geschieht. Und dadurch, dass die Matrix-Emotionen schwächer werden und das Konstrukt immer mehr in sich zusammenfällt, entwickelt er mehr Liebe für alles, was da ist. Wir empfinden somit auch mehr Frieden und Freude am Leben. Mit unserer inneren, veränderten Einstellung triggern wir auch unsere Mitmenschen.
Stellen wir uns eine Lichterkette vor. Eine nach dem anderen in unserem Kreis der Familie oder Freunde werden von diesem Lichtlein angezündet. Dann wird auch er unter Umständen sich dessen bewusst werden, dass hier etwas nicht stimmt. Stellt euch vor, ein Mensch sitzt in einem dunklen Raum. Er ist in diesem Konstrukt eingesperrt. Und obwohl dieser Raum Fenster und eine Tür hat, sieht er sie nicht. Dann kommt jemand, der sein Lichtlein bereits bewusst in sich trägt und gibt von diesem Lichtfunken an den Menschen im dunklen Raum etwas ab. Plötzlich wird auch ihm bewusst, dass hier etwas nicht stimmt und er hat das Bedürfnis, etwas verändern zu wollen. Der Anfang ist somit gemacht, aber er ist noch immer in diesem Raum eingesperrt. Was passiert nun? In dem Moment, wo er erkennt, dass etwas nicht stimmt, öffnet sich sein Bewusstsein und somit die Tür, die in diesem Raum zum Ausgang führt oder aus diesem Raum, die er vorher nicht gesehen hat. Und ein kleiner Lichtspalt kommt herein. Er geht Richtung Licht, denn er wird davon angezogen. Hierfür spürt er, also in diesem Licht, einen inneren Frieden und Wärme. Und da er nun den Ausgang erkannt hat, möchte er diesen dunklen Raum so schnell als möglich verlassen. Hier kommt unsere Seele ins Spiel. Sie kommt aus ihrer Passivität heraus, wird aktiv und versucht diesem Menschen zu helfen, durch diese Tür zu schreiten. Die Türschwelle symbolisiert den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Das Wichtigste aber daran ist, dass er selbst aus eigener Kraft durch diese Tür schreiten will, um den dunklen Raum zu verlassen. Und das heißt, an sich arbeiten, an sich glauben, dass man es schafft und in unserer Zeit die Komfortzone zu verlassen. Damit meine ich das gewohnte Alltagsleben, das man in- und auswendig kennt, teilweise hinter sich zu lassen. Denn aus unserem Alltag können wir ja nicht ganz heraus, um eine neue Erfahrung zu sammeln oder etwas anderes zu erforschen. Aber wir können aus der Routine ausbrechen und eingefahrene Muster durchbrechen. Kein anderer Mensch oder Umstand kann unsere eigene Matrix sprengen, denn dann würde ein Eingriff notwendig sein und das ist nicht möglich. Wenn wir Menschen es selbst nicht tun, wird und darf kein anderer es für uns tun. Hier fängt das Gesetz des Universums an. Nicht eingreifen dürfen. Und nun kommen wir zur dritten Möglichkeit, das ist die Rückführung oder Seelenforschung. Ich möchte es kurz erklären. Diese besteht aus 3 Personen. Dem Patienten oder dem Auftraggeber oder auch dir, dem Telepathen und mir als leitende Person dieser Sitzung. Unter Trance wird der Telepath in das Unterbewusstsein oder in dein Unterbewusstsein geführt und in einer bestimmten Art und Weise werden die Emotionen abgekoppelt, das heißt aufgelöst, die sich in den Vordergrund drängen, so dass du mehr Klarheit und Einsicht in das eigene Dasein bekommst. Hier kommt auch unser vorheriges Beispiel mit der Spinnenphobie, wo vorher ein Nebel aus Angst und vielem mehr war, entsteht jetzt mehr Klarheit und Verständnis, warum er in einer bestimmten Situation oder warum du in einer bestimmten Situation so und nicht anders gehandelt hast. Erst wenn die Menschen ihr eigenes Konstrukt zum Fall bringen, fällt das große Matrixkonstrukt zusammen.
Meine Lieben, schreibt in die Kommentare unter dem Video, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und natürlich auch eure Meinung zum Thema. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. Interessante Beiträge oder Fragen werde ich in einem der nächsten Videos aufgreifen und kommentieren. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.